Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, freut uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir sind immer noch in Slowenien auf dem Juliana Trail unterwegs. Ja, mittlerweile auf Etappe, Moment, ich muss nachrechnen, 7 und 8. Genau, 7 und 8 kommen jetzt als nächstes. Gehen von, ich muss kurz spicken, die Namen sind nicht so einfach, Stara Fužina nach Bohinska Bistrica und dann weiter nach Podbrdo. Ja, genau. Wetter, wie ihr seht, ist deutlich besser wie bei Etappe 5 und 6. Wir hoffen, es hält jetzt auch mal ein bisschen. Es sind jetzt genug durchgeweicht. Ja, die Kilometer sind auch deutlich entspannender. Jetzt nach dem Genau, es sind jetzt auch ein paar weniger Kilometer. 2 langen Etappen ist es auch ganz angenehm, mal was Einfacheres zu laufen zwischendurch. Genau. Ja, und dann sind wir gespannt, wie die Etappen werden. Und dann würde ich sagen, wir schwätzen auch gar nicht mehr so viel. Genau. Genau. Und legen wir los. Also viel Spaß beim Schauen. Los ging es für uns an der Touristinfo in Stara Fužina. Von hier aus wanderten wir geradewegs aus dem Ort und gleich zum ersten Highlight der Tour, dem See Bohinsko Jezero, einem etwa 3,2 Quadratkilometer großen See im Triglav Nationalpark. Dort ging es ein Stück am Seeufer entlang weiter in den nächsten Ort und durch diesen hindurch. Natürlich nicht, ohne noch ein wenig den See zu genießen. Der Weg sollte sich im Folgenden vor allem durch einen steten Wechsel von Wald- und Wiesenwegen auszeichnen. Mit anderen Worten, die heutige Etappe hatte eher den Charakter eines ausgedehnten Spaziergangs durch Wald und über Wiese. Das alles allerdings vor ziemlich beeindruckender Bergkulisse. Kurz hinter einem weiteren Ort trafen wir auf eine alte Skisprungschanze. Diese stammte aus dem Jahr 1929 und war zur damaligen Zeit mit ihren 50 Metern die drittgrößte Schanze der Welt. Da auch auf dieser Etappe die Markierungen gewohnt dürftig waren, wollte der Weg auch hier und da am Handy kontrolliert werden. Sieht noch gut aus. So wanderten wir weiter über Wiesen zu unserem Ziel, Bohinska Bistrica, beziehungsweise dem dortigen Bahnhof.
nächsten Tag ging es vom Bahnhof aus weiter, bei leider nicht mehr ganz so gutem Wetter. Nach der entspannten Etappe gestern stand heute die Überquerung eines Passes auf dem Plan. Mit anderen Worten, es galt, viele Höhenmeter zu überwinden. Erst hoch und dann wieder runter. Nach einem ersten Anstieg passierten wir ein kleines, beschauliches Dörfchen, bevor es dann endgültig teilweise sehr steil zum Pass hinaufging. Dabei war es mir trotz der zurückgelegten Höhenmeter zu frisch und ich trieb Tobi deswegen zur Eile an. Mir ist kalt, wir müssen weiter. Ich friere hier ein. Auf dem Weg meldete sich auch wieder Tobis geplagter Fußzeh und musste mitten im Anstieg verarztet werden. Erinnert ihr euch noch an das Sägewerk eben am Ortsausgang? Da unten ist es. Mit anderen Worten, wir hatten schon einige Höhenmeter geschafft. Allerdings hatten wir noch nicht einmal die Hälfte der Strecke zum Pass überwunden. Also weiter bergauf, über Wiesen und durch Wald. Auf dem Weg fand sich auch mal wieder ein Paradebeispiel für die hervorragende Beschilderung. Ja, und den anderen muss auch drehen. Der zeigt ja auch falsch, der ist ja komplett verkehrt rum. Ups. Das erste Stück hochziehen wahrscheinlich. Naja. Ja, das haben die bei den Arbeiten hier irgendwie dran gekommen wohl. Die Kombi aus schmerzendem Fußzeh und stetigem steilen Anstieg verschärfte Tobis bekannten Berggang und verlangte mir heute einiges an Beherrschung ab. Tobi humpelt. Ja, schon den ganzen Urlaub gefühlt. Kurz vor dem Pass fing es dann mal wieder, ihr ahnt es sicher schon, an zu regnen. Das Wetter sollte der Aussicht aber keinen Abbruch tun. Die Sicht ging heute weniger in die Ferne, dafür bot sich uns aber eine fantastisch in Szene gesetzte Bergkulisse. Vor dem Abstieg erkundeten wir noch eine sich an den Berghang schmiegende Kaserne aus dem Ersten Weltkrieg.
ging es dann in strömendem Regen und mitten durch die tief hängenden Wolken. Da wollte einfach nichts mehr trocken bleiben. Aber seht selbst. Ja, wir haben es geschafft. Etappe 7 und 8 sind gewandert. Und ja, wie ihr ja gesehen habt, gestern bei der 8. Etappe sind wir Ja, gut abgesoffen. abgesoffen. Genau, ab dem Pass ungefähr. Abgesoffen und weggeblasen worden. Na, wieder trocken geföhnt. Genau, deswegen haben wir gesagt, wir drehen unsere Abmoderation erst heute. Aber ihr seht, das Wetter ist nicht viel anders. Im Moment ist so ein bisschen ein Loch. Nachher geht der Regen weiter. Gut, aber wir schwafeln schon wieder zu viel. Was haben wir denn zu den 2 Etappen zu sagen? Also die 7. Etappe, die war sehr entspannt. Ne? Nicht viel Höhenmeter, am See vorbei, an den Skisprungschanzen vorbei. Also das war tatsächlich Immer wieder durch Dörfer, kleinere. Ja. ja, also sehr Manchmal nur so angenehm. Siedlung. Mal so als etwas entspanntere Etappe zwischendrin. Gestern an den Pass hoch. War Das war das streckenweise andere Extrem. Genau, war streckenweise anspruchsvoll von der Wegführung. Habt aber auch wieder ganz viel breiten Forstweg hochzus. Zum Oben Teil wirklich richtig steil. zum Teil richtig steil, genau, über Stock und Stein mal wieder. Ansonsten der Pass selber war schön da oben, ne, mit dem alten Bunker, die Aussichten. Gerade bei dem schlechten Wetter, ne, habt ihr gesehen, mit den Wolken, mit dem Nebel, was da hochgezogen ist. Aber es hat schon was hergemacht. Gut, aber halt der Abstieg, wie gesagt, war dann sehr Der nass. ist auch am Anfang sehr, Auch geht sehr steil zum Teil. Dann geht es in Serpentinen, geht es dann auch runter und dann geradezu auch zum Teil wieder sehr steil ins Tal runter. Gut, Markierungen, ja, das Übliche, könnte besser sein. Ohne App hätten wir Probleme gehabt, weil Genau, habt gerade ihr wieder Probleme. die Etappe gestern, die geht ja hauptsächlich wirklich durch Natur und Wildnis in Anführungszeichen. Da ist nicht viel mit Ortschaften, da ist hier und da gibt es ein paar Berghütten und Kram, aber die sind zu der Jahreszeit halt auch verlassen, da ist niemand, also ist leer. Ja, könnten wir einfach besser machen. Gut, dann würde ich doch sagen, haben wir es für dieses Mal. Genau. Und warum wir jetzt hier übrigens gerade am Bahnhof stehen, das erfahrt ihr nächste Woche. Also, in diesem Sinne, euch allen viel Spaß beim Wandern. Ja, und dann Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.